So, gucken wir mal, ob der Stream schon läuft. Das ist ja eine komische Nacht- und Nebelaktion. Hallo zusammen! Mein Name ist FitzFuchs und ich mache jetzt mal was viele machen. Und das zum ersten Mal. Ich mache Live-Reaktion an Nintendo Direct. Ja, Mikrofon bleibt noch ein bisschen mehr mittig. Ha? Ich jetzt alter Perfektionist. So, vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass mir irgendjemand zusieht. Es ist viel zu spät, es ist gleich 0 Uhr. Ich glaube nicht, dass das Video überhaupt mal jemand sieht, aber ich hab Bock. Also mache ich das. Ich mache alles auf meinem Kanal, auf was ich Bock habe. Das gehört dazu. Geben wir der Fuchstaste nochmal Wasser. Ja, ihr seht oben den Countdown, ne? Wann es losgeht. Ich fülle noch mal ein bisschen mehr nach. Circa halbe Stunde, glaube ich, soll es gehen. Und es geht um Nintendo Switch und 3DS-Spiele. Jeder hat den 3DS für tot geglaubt. Er ist wieder da. Also, eventuell. Zumindest gleich. Bin mal gespannt, was sie da jetzt ankündigen. Ton gibt es noch keinen. Ich habe ihn aber an. Jo. Ach, hallo Alpha Popo. Schön, dass du reinschaust und auch noch wach bist. Und so verrückt bist, mit mir den Stream anzugucken. Ich bin mal gespannt. Wie ich gerade schon sagte, 3DS und Switch-Titel sollen es heute werden. Ich verzichte auch bewusst auf ein Name und Logo von mir. Nur, ich habe ja gar keine Rechte an dem, was hier läuft. Ich filme es ja nur mit. Ich glaube nicht, dass Nintendo mir da einen Strick ausdrehen würde, aber wenn ich da jetzt FitzFuchs oben einblenden würde, dann könnte es Ärger geben und das wollen wir nicht. Ich auch bewusst ziemlich im Eck, dass ich wenig verdecke. Ja, ist ja noch Zeit, Alpha Popos. Schon okay, ganz ruhig nochmal. Ja, dich noch kurz relaxen. Letzte Minute und 30 Sekunden. Also wie ich vorhin im Zelda-Stream schon sagte, es geht wahrscheinlich auch um den Nintendo Online-Service, der für die Switch kommt. Da müssen sie ja was zu sagen, der startet ja bald. Ich glaube, zu Splatoon ist auch schon was irgendwie geleakt worden, weil da kommt irgendwie ein neues Add-on. Nicht neues Add-on, aber eine neue Season oder irgendwas ändert sich da jetzt und da wird was angekündigt. Glaube ich mal gelesen zu haben, gehört zu haben. Bei Splatoon 2 bin ich jetzt zu wenig drin, um da mehr sagen zu können. Und natürlich Civilization werden sie wahrscheinlich was zu erwähnen. Das wird ja jetzt auch schon angekündigt. Irgendwie sowas. Mal gucken, was noch kommt. Ich fange an zu feiern. Zwar auf der Stelle mache ich hier Party. Sobald sie ein neues Mario Fußball ankündigen, dann geht bei mir die Party ab. Für alle neues Zelda natürlich auch, aber das ist viel zu früh. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Und welcome back, Alpha Popo. Richtig Moment, wo es losgeht. Peggy 18. Die ganze Direct ab 18 oder nur das? Guck, ich glaube ein bisschen laut. Klein bisschen leiser. Also, entweder ist das ein Luigi's Mansion. Ja, okay. Nochmal irgendwie Smash und alle hätten geschrien.
sieht mir aus für die Switch, oder? Ja. Luigi's Mansion 3 für die Switch. 2019. Okay, das sieht lustig aus. Kann man sich mal merken. おはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。突然のお知らせでスタートしましたが、ルイージの新しくて怖い冒険を任天堂スイッチ向けに開発中です。お伝えしたい内容はたくさんあるのですが、それはまた次の機会に。それでは 3DS のタイトルからご紹介します。どうぞ。The pink puffball gets crafty again. The Kirby. 2011 Wii game Kirby's Epic Yarn is warping to Nintendo 3DS. In Patchland, practically everything, from enemies to obstacles to who knows what else, is entirely made of yarn. Even robots! Somehow. And to beat courses made of yarn, you gotta use moves made of yarn. Also bestimmt was für Every stage from the Kids. Wii version is making a return. And the Nintendo 3DS version is also being puffed up with some new features. Zielgruppe bin ich da definitiv nicht. When you pick up items, you can craft bigger yarn balls, or you can even conjure up some wind to rake in the beads. For a little added challenge, see if you can outrun this speed demon of a devil in devilish mode. To top it off, new minigames will give you a chance to play as some other familiar faces. Ja, das Luigi's Mansion 3, da muss man mal gucken, was da kommt, aber das sah ganz nett aus, ja. Launches exclusively for Nintendo 3DS Gebe ich dir recht, 2019. Bowser Jr., destined for greatness? Okay. The Mushroom Kingdom has a bad case of the blorbs, and the only ones who can save it are Mario, Luigi, and Bowser? It can only be Mario and Luigi Bowser's inside story. There's another side to every story, even this one. Now you can go on Bowser Jr.'s journey as well. In his new adventure, Bowser Jr. sets off to find his own remedy for the blorbs. But thanks to his signature selfishness, he ends up causing more problems than he cures. Better gather some allies and build up your very own army. Create your own formations, support allies with an arsenal of moves, and conquer the chaos in every action-packed battle. Okay, das ist auch überhaupt nicht meins. Is Bowser Jr. destined for glorious kingship like his papa? Und dann gute Besserung, Alpha Popo. Mario and Ich hoffe, es ist Luigi nichts Bowser's Schlimmes. Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey releases on Nintendo 3DS on January 25th. Hunt Ghosts with Luigi and a Gut, second das war ja player? klar. While you're waiting for the new game on Nintendo Switch, don't forget that the original Luigi's Mansion is coming to Nintendo 3DS. That comedically spooky vibe that fans remember is intact, even when you're playing the new two-player mode making its debut in the Nintendo 3DS version. Two-player? If you and another player each own the game, one of you can play as this even greener guy as you explore the mansion together. Or, if only one of you has the game, you can still play boss battles together in the gallery using download play on your Nintendo 3DS systems. Oh yeah, in Professor Egad's lab, you can tap select amiibo figures to surprising results, like revealing hidden boos, or healing Luigi when he talks to Toad. Okay, Each of the 4 compatible amiibo has a different effect. sieht grundsätzlich ganz nett aus, aber da warte ich lieber auf die Switch-Version. Luigi's Mansion will haunt Nintendo 3DS Auch on wenn es jetzt October bald kommt. 19th. Ja, und dann dafür auf jeden Fall gute Besserung. Yokai Watch Wenn du Blasters Schnupfen is hast out now, und with even immer more die Nase content putzen musst, coming ist later. doof, ne? Whether your Aber geht allegiance vorbei. is with the Red Cat Corps or the White Dog Squad, Yokai Watch Blasters will let you team up with friends to tackle the most action-packed battles in the series yet. Soon after launch, Okay. you'll have another way to squad up. So ein You bisschen won't want to miss the Ghostbusters-mäßig, free ne? software Ja, ja. update on September 27th, which adds the Moon Rabbit Crew version to the title Aber auch screen. nicht meins, aber das hatten sie, glaube ich, auch This schon additional angekündigt, ne? content boasts new bonuses for linking save data between Red Cat Corps and White Dog Squad, as well as new missions, new areas to explore, new yokai to befriend, and new Big Boss yokai. Ich weiß nicht, ob Overwatch jemals für die Switch Why, kommt. you ask? You Kann ich mir know nicht vorstellen, why. ich glaub's And if nicht. you don't, now's the perfect time to become a fan. Yokai Watch Blasters is out now. And don't forget about the Moon Rabbit Crew update. That's all for Nintendo 3DS headlines. Okay. いかがでしたか？ Bin mal さ gespannt, て was jetzt kommt. ここからは任天堂スイッチのタイトルをご紹介していきます。
こちらをご覧ください。 Okay, ab jetzt kommt nur noch Switch. Ich bin It's gespannt. Inkopolis News Time. Witzige Musik. Also J-Rock mag ich bedingt ganz gerne. Auch wenn das hier so ein bisschen fischisch angehaucht ist. Sieht auch ganz witzig aus. Könnte ich Splatoon 2 nochmal auspacken. Okay, auch lustig gemacht. Bleiben Sie auf dem Lauf. Everyone's favorite blue robot makes his triumphant return in Mega Man 11. Marking the 30th anniversary of the iconic series, this brand new game is gunning for greatness on Nintendo Switch. Jump, slide, and shoot through each of the colorful, challenging stages, and try to take down a gallery of deadly bosses like the formidable Bounce Man. In timeless fashion, you must defeat the 8 robot masters and get each of their special weapons. The technological miracle of the new double gear system makes for a fresh take on the series' satisfying platforming action. Move so fast that time slows down around you, temporarily enhance your weapons, and show them who the real boss is when you need to most. Mega Man 11 also supports the Mega Man amiibo from the Super Smash Bros. Collection. You can tap it once each day to receive E-Tanks and other useful in-game items. Mega Man 11 will be ready to rock October 2nd. Gut, da gab es schon die Demo, ne? Ja. Mario Tennis Aces, further refined in new update. Oh, da bin ich mal gespannt. Da gab es so viele Some Probleme popular mit den characters Balancing. are joining the roster. The adorable all-around ace, Birdo. The sharpshooting specialist, Shy Guy. Shy Guy. The proud high flyer, Koopa Paratroopa. And the big boss with no racket, PD Piranha. These Mushroom Kingdom greats can be acquired by playing online. And we'll keep adding more until next June. Also gut, das war klar, dass da noch welche There will kommen. be a new mode called Co-op Challenge. It'll let you participate in online co-op missions that are only available for a limited time. Okay. Complete the Auch ganz objectives nett. while these missions are active, and you'll receive special outfits, characters with alternate color schemes, and more. We'll continue serving up new content for the game in the future. The version 2 update for Mario Tennis Aces will be available September 19th. Auch nicht so schlecht, aber ja, ich warte, was du sich vom Hocker haut hier. These arcade classics are back in action. Back in the day, Capcom lit up the arcades with some classic beat-em-up action games. And guess what? The good old days are back. Final Fight, Aber das habe ich doch gespielt schon vor x King of Jahren. Dragons, Und dann nochmal auf Emulatoren und... Captain Commando, Uiuiui. Knights of the Realm, Das da, ja, haben wir das früher gezockt. and Warriors of Fate are making a comeback. And so are these first-time home console releases. Armored Warriors and Battle Circuit are joining the fight for a total of 7 games. Die waren Each halt have a früher Joy-Con ganz gut, controller. ja. Up to 4 Aber players can heute, beat 'em up together. ich weiß nicht, ob sowas heute noch Spaß Aspiring macht. Bash Buddies can even take the fight online this time. Pretty soon, you'll be able to play with other Capcom fans from around the world.
because Capcom Beat 'em Up Bundle will be ready for Das action on Nintendo eShop September 18th. Ja, ist alles so ganz nett. Ja, bisher. New Super Mario Bros. U is getting the deluxe treatment, which Das ist means doch geil. it's time to take down Bowser and his Koopaling invasion in the tried and true Weil das side-scroller habe ich headed auf to der Wii Nintendo U Switch. nicht gezockt, nicht gehabt. Mario, Luigi, and Toad are all here. And if that's not enough, Nabbit and Toadette are joining in the fun as well. Nabbit doesn't take damage from enemies, which can really come in handy. And if Toadette powers up with a super crown, ta-da! She transforms into Peachette. Peachette can double jump, float slowly during free fall, and get a boost back up if she falls into a pit. Peachette. Luigi's first starring role in a platforming adventure, New Super Luigi U, is getting the deluxe treatment too, and comes packed in free of charge. A single Joy-Con controller is all a player needs, and up to 4 players can join in together, anytime, anywhere. Das ist auf jeden Fall lustig. New Super Mario Bros. U Deluxe comes down the pipe January 11th. 11. Januar schon. Oh, das ist nett. Das ist ganz gut. Nintendo Switch is ready to roll. Are you? Oh Gott, was ist das? It can only be Katamari Damacy, remastered in HD. Ach, du That typischer. naughty king of all cosmos has made a mess, as he does. And now you better take control of the prince here. And roll. Just roll and roll. All over the place. And all over stuff. Until the gradually growing mass towers over buildings. The clump, or Katamari you roll, will shine on as a beautiful star in the sky. On Nintendo Switch, you can enjoy the game's new gyro controls, HD rumble, and even multiplayer battles by each using a Joy-Con controller. Roll it till you reach the stars, anytime, anywhere. Also das sieht so gut aus, das möchte ich niemals spielen. Überhaupt nicht meins. Boah. ここで皆様にお知らせがあります。これまでにもお伝えしてきました任天堂の新しいオンラインサービス、任天堂スイッチオンラインの開始日が決まりましたのでお伝えします。サービスインは9月19日からとなります。改めて任天堂スイッチオンラインのサービス内容を紹介した映像をご用意しましたのでご覧ください。Erweitere dein Spielerlebnis. Musik auf Deutsch. Nintendo Switch Online. Diese 5 Funktionen sind in deiner Mitgliedschaft enthalten. Natürlich kannst du gemeinsam mit anderen Spielern online spielen. Tritt gegen Spieler aus der ganzen Welt an. Oder verbünde dich mit ihnen. Eine große Auswahl an Spielen wird unterstützt. Ich kann sagen, verbünden Sicher bei Mario sind auch deine Kart. Lieblingsspiele dabei. Dank Nintendo Switch kannst du nun auch beliebte NES-Titel erleben, wann und wo du willst. Die ja seit mit dem 100 Mal gespielt, deiner aber Kindheit aufleben oder entdecke sie zum ersten Mal. Bei Mehrspielertiteln kann jeder Spieler mit einem Joy-Con-Controller direkt in den Spielspaß einsteigen. Auch die Online-Spielfunktion wird hier unterstützt. in der gleichen guten Gemeinsam Grafik, machen ne? NES-Spiele am meisten Spaß, auch auf große Distanz. Freu dich auf eine stetig wachsende Auswahl an NES-Titeln. Ist open. Huiuiui. Das ist wichtig, Speichern in der Cloud. Das ist echt wichtig. Luigi weiß nur zu gut, dass selbst dem vorsichtigsten Spieler mal ein Missgeschick passieren kann. Unfälle können dafür sorgen, dass deine Speicherdaten verloren gehen. Doch für Hilfe ist gesorgt. Bei Nintendo Switch Online werden deine Speicherdaten in der Cloud gespeichert. So sind deine Daten sicher, selbst wenn deine Konsole beschädigt werden sollte. Na, die App war ja bisher Switch kacke. Online verbindet sich auch mit einer Smartphone-App. Damit kannst du mit Freunden über Voice-Chat reden, während ihr bestimmte Spiele spielt. Das
war ja schon sehr beliebt, dass man sein Handy Auch benutzen muss. Zuschauer können am Gespräch teilnehmen. So haben alle Spaß. Naja, dass alle so sehen, dass Mit alle dem Spaß haben Service mit dem kannst du Handy. auch dein Erlebnis bestimmter zusätzlich. Spiele erweitern. Zum Beispiel mit Splatnet 2. Mitglieder erhalten auch exklusive Angebote. Welche Angebote bin ich es mal geben gespannt. wird noch nicht verraten. Also bisher waren die Nintendo-Angebote, Erweitere die dein man kriegt, Spielerlebnis. immer so, oh, Nintendo Switch Online. waren eher so semi. Der Start des Services ist am 19. September. Wähle die Mitgliedschaft, die am besten zu dir passt. Wenn in deiner Familie 2 oder mehr Nintendo-Accounts verwendet werden, kannst du mit der Familienmitgliedschaft sogar sparen. Okay, das ist ganz nett, dass man spart für die いかがでしたか？ Familienmitgliedschaft, aber 実はもう一つ mich ご haut 紹 noch nicht 介 so したいも Hunger. のがあります。任天堂エンターテインメントシステム風の任天堂スイッチコントローラーです。こちらのコントローラー L とコントローラー R があります。これは先ほど映像でご紹介した NES のゲームを当時のように遊んでいただけるよう任天堂エンターテインメントシステム nochmal alte NES-Controller kaufen. 専用に作りました。 Auch wenn sie für die Switch sind. このコントローラーは任天堂スイッチと無線接続で遊ぶことができ、 Ich meine, früher war es halt so, aber das ist halt null ergonomisch. Oh Gott, sieht das kacke aus. Oh Gott. ぜひこのコントローラーで懐かしくも新しい体験をお楽しみ Nette Idee, aber nein. Überhaupt nicht meins. 任天堂スイッチオンラインについて詳しくは任天堂ホームページをご覧ください。さて引き続き任天堂スイッチのタイトルをご紹介します。 Your partner Pokemon is amazing! Get ready to set off on a Kanto region adventure with your very own partner Pokemon in Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. Today, Ja, we da have some waren ja new auch information die, about the upcoming game for Nintendo Switch. da waren ja schon die During your Vorberichte, adventure, dass you'll nicht so gut occasionally wird. come across obstacles blocking your path. When you do, you can rely on a secret technique to get past them. Secret techniques are special skills that only your partner Pikachu or Eevee can use in the wild. Use them to chop down trees that stand in your way, travel across water, or soar into the sky. Furthermore, only your partner Pikachu or Eevee can learn certain powerful moves for use in battle. Plus, if you pet your partner while your Nintendo Switch is in handheld mode, you can change your partner's hairstyle, depending on Wirklich? how you use the touchscreen to pet it. Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee will launch on November 16th, Ja. alongside the Pokeball Plus accessory. Also, look for 2 new Ja, bundles that das will haben sie auch schon include a angekündigt, kann man Nintendo auch, glaub ich, Switch schon system vorbestellen. with Pikachu and Eevee-style Joy-Con controllers. One of these 2 Okay, Pokemon die Version Adventures ist gar nicht schlecht, and the ne? Pokeball Plus accessory. Aber ob das Spiel so gut wird, ich wachse zu The bezweifeln. gates to the burning hells will open on Nintendo Switch. Das ist Scherz. Of course, we're talking about Diablo 3, the dark fantasy adventure that may just consume your life both inside and outside the game world. Ja, aber das ist doch schon seit der Gamescom From the bekannt. high heavens to the burning hells, you'll explore the full story and the deadly world of Sanctuary, for loot-filled bounties and rifts to randomized dungeons with even greater spoils. Play as a demon hunter, barbarian, crusader, necromancer, witch doctor, monk, or wizard, with up to 3 friends online. Wie gesagt, das Spiel habe ich auf offline PC via damals local gezockt co-op, und auch durch. or on Ja, a single mehrfach. console couch co-op style. Das Spiel hier sehe ich nur auf Even der suit Switch. up in this Nintendo Switch exclusive transmog armor fit for the King of Evil, Ganondorf. All amiibo figures are compatible, allowing you to summon a group of challenging enemies overflowing with sparkling goodies. Diablo 3 Eternal Collection invades Nintendo Switch on November 2nd. Das hat auch kein Highlight, weil war ja schon längst klar, dass es kommt. We're making this party super. We've souped up the Mario Party series with new types Vielleicht of kommt ja am Ende gameplay noch on was Nintendo Geiles, Switch. was dann Bricht vom Hocker haut. Shake the Joy-Con controller and get your body grooving in Soundstage. Or dive into the series' first 4-player co-op mode, River Survival. Gut, Mario Party Bet ist you've natürlich immer never nett. played anything like Toad's Rec Room, which cleverly connects 2 systems. Of course, the 4-player board game mode that fans love is back and full of new features.
By rolling character-specific dice blocks with alternate numberings, you can make a game-changing comeback. You got a star. Every last minigame is brand new, all 80 of them. For a party of one, check out the new single-player modes. You can play through a series of minigames to complete specific tasks on Challenge Road. Compete against players around the world in the online Mario-thon minigame mode, and more. The festivities begin when Super Mario Party launches October 5th. Jo. Game Freak presents a brand new RPG. The story is set in a small village. Under the protection of a great castle, the settlement enjoyed lasting peace. That is, until the sudden appearance of monsters. Indeed, the entire story takes place in this one single village. Take up arms against invading monsters, and strategically select from a variety of battle commands. When the situation calls for it, enlist the aid of fellow villagers to surmount powerful threats. What secret does the village harbor? Find out when Town releases in 2019. Zuerst dachte ich, okay, das könnte nett sein, aber jetzt alles nur in einem Dorf. Develop a city anytime, anywhere. Nein, City Skylines. Habe ich auch für PC. Acclaimed city building game City Skylines is super coming Spiel. to Nintendo Switch, which means there's a city in need of a new mayor. You. And you've got some real moving and shaking to do if you want to improve quality of life, energize businesses, and stimulate growth. Whether you're investing in roads and power lines, Gut, man sieht schon ein grafisches Downgrade im Verhältnis zur PC-Version, aber das war ja schon fast How klar. the city develops is totally up to you. Also schon ein bisschen matschige Texturen, die man hier sieht bei dem Spiel, aber ja, man zoomt eh meistens raus, ne? Aber hier ist schon sehr viel programmiert, ne? Also hier wird schon sehr viel berechnet. What's more, both previously released downloadable content packs After Dark and Snowfall are included in the Nintendo Switch version. Flex your mayoral might at home or on the go when City Skylines launches shortly after this presentation. Oh cool, gibt's direkt. Das ist cool. A tale of belief, blood, and steel. The moon has fallen. Now, the world and its inhabitants are on the brink of extinction in Daemon X Machina. Nee, auf der Gamescom, ne? As a mercenary, you'll pilot a powered suit called an arsenal and face down runaway AI. As you defeat enemies during combat, you'll acquire their weapons and parts, which you can equip on the fly. If you haul acquired weapons back to the base, they're added to your personal armory for use in future missions. Each arsenal can be equipped with multiple weapons. By changing between projectile and melee attacks, you can adapt your weaponry to the situation at hand and gain the advantage for your side of the war. At any time during battle, you can exit your arsenal to explore the field on foot. Warum sollte man das tun? To strengthen your human form, and your arsenal's abilities will Oh, der Panzer, ich steig mal aus. Klar. Players can join forces in online co-op to take down massive bosses. Okay, das sieht spaßig aus. Ja. Hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, also behalte ich mal weiter im Auge. Daemon X Machina launches in 2019. Okay, noch kein Release, wirklich. Außer das Jahr. A big adventure in a miniature world of crafts. In a world made of stuff like boxes and paper cups, Yoshi will leap up high, gobble enemies, and hustle on by. Many unusual obstacles litter the landscape. A well-placed egg could open a new pathway. You could turn the stage on its head, or flip the perspective. Also der Grafikstil Explore gefällt every mir. nook and cranny to track down hidden collectibles and make it to the goal. Along the way... Wait, what? You can play the course backwards? Guess a change in outlook really can show you a whole different side of the world. The flip side. Wie lustig. Know any would-be Oh, Yoshis? programmier das Pass mal. the Joy-Con controller to a friend. There's plenty to love on all sides of this crafty world. Right, Yoshi? Yoshi's Crafted World releases in Frühling spring schon, 2019. Lustig. Ob das für mich wäre? Aber der Grafikstil ist nett. Tabletop gaming is a perfect fit for Nintendo Das Switch. ist ein Scherz. And to prove it, Asmodee Nein, Digital, a leader in Carcassonne. card and board games, is bringing full adaptations of best-selling tabletop games to the system. Build a medieval world in a full adaptation of the award-winning Carcassonne,
complete with 3D maps, solo mode, 4-player local multiplayer, and the game's famous expansions available as paid Ich hab DLC. Carcassonne als echtes Whether you Brettspiel. play Da spiele ich das so alone mit or Kollegen alongside a und second Freunden. player, Also, forge a powerful deck and a fellowship of 3 to face the forces of Sauron in each story-driven quest of the Lord of the Rings: The Living Card Game. Stop the spread of 4 diseases and cure them all on your own or in local 4-player multiplayer with Pandemic. Plus, it's individually priced DLC based on popular expansions. Thanks to Asmodee, this is just the beginning for tabletop gaming on Nintendo Switch. Brettspiele. In addition to these titles, we can also confirm that even more is on the way, including one of the most popular board games ever, Oh Gott, Catan. Habe ich auch And a noch. dungeon crawler based Und on natürlich habe ich Steve Munchkin. Jackson's iconic card game, Munchkin muss man haben als Stay Kartenspiel. tuned. Super lustig, aber doch nicht auf der Switch. All great creations, even nations, begin with a spark. Na, jetzt kommt wahrscheinlich Ziff, ne? Hold an empire in the palm of your hands and turn friends into the power elite with exclusive Das 4-player habe ich halt local auch schon für multiplayer. PC. Das wäre auch nichts für die Switch für mich, aber wer keinen PC hat, das ist bestimmt ganz When nett. Ja. Civilization 6 ushers in a new world on Nintendo Switch Jetzt haben sie November die KI 16th. endlich mal gefixt. Wie es zu wünschen übrig beim Don't Sechster. get too cocky, Star Fox. Playtime is over in Starlink. This interplanetary adventure will push you and Fox McCloud to your limits. Ja, das habe ich ja schon vorbestellt. You guys need all the help you can get. Peppy, Falco, and Slippy will provide much-needed backup in the new Nintendo Switch exclusive missions found only in Starlink Battle for Atlas. Star Fox, form up on me. Falco here. I got you covered. It's time to lock on, do a barrel roll, and save the Atlas star system. No matter Da freue ich who mich drauf. threatens to stop you. Aber wie gesagt, das ist auch nichts Neues, ne? Na, dass der dabei ist, dachte ich mir schon fast. Never thought I'd miss the food on Canaria. Mix and match parts on your own R-Wing when Starlink Battle for Atlas takes flight October 16th. Das wird auch live gestreamt bei mir. Das ist vorbestellt und wird live 2 more gestreamt. great RPGs are coming to Nintendo Switch this fall. The World Ends With You Final Remix features an all-new story segment called A New Day, which contains a remixed map of Shibuya. So you'll really have to scramble to escape the area or face erasure. New monsters will appear as well, and so Das will haben sie the auch schon mal Reaper, Coco. vorgestellt, ne? The auch nicht World das Ends erste With You Mal. Final Remix launches October 12th. Before then, guide a group Das of ist ja auch schon legendary länger bekannt. warriors on a journey through the tragic history that doomed a kingdom and drove a hero down a dark path 500 years before the events of the Xenoblade Chronicles 2 game. Defend yourself from Malos and his Zu forces wenig using Neues, all the finde ich. fury of this refined battle system, allowing you to fight as both the artificial life forms known as blades and their masters, the drivers. Auch wenn das ein gutes Spiel Newcomers ist. will have the Oder ein gutes perfect Add-on, place to start DLC. when Xenoblade Chronicles 2 Torna, the Golden Country, launches September 21st. Owners of the Xenoblade Chronicles 2 expansion pass can download this new content a week early from today. There's tons in store on Nintendo Switch and even more in store for the future. Join more than 38 million players for free-to-play co-op Space Ninja action when Warframe launches November 20th. Okay, Warframe. Get down to Lustig. Camila Cabello, Bruno Mars, Cardi B, and more anytime, anywhere in Just Dance Just Dance. 2019 on October Ja. 26th. FIFA 19 is fast approaching, and you can pre-order from shortly after this presentation so you won't miss the ball when it launches September 28th. Speaking of fast, race as a team and win as a team in Team Sonic Racing. Auch alles nichts launching Neues, this das winter. Sonic. The highest-rated basketball simulation franchise returns to Nintendo Switch with NBA 2K19. Available now. Aber die Texturen und die Gesichter And sehe get ich ready to schon. jam in the sequel to the smash hit Auch wenn's- NBA auch wenn's arcade nicht game, wichtig NBA ist, 2K aber Playgrounds 2. Es sah schon sehr schlecht Coming aus, gerade this das fall. NBA. Play as the Joker, Harley,
Lex Luthor, and the rest of the worst in the all-new LEGO DC Supervillains on October 19th. Oh, jo, was? 4 Final Minuten Fantasy noch comes ungefähr. to Nintendo Switch. Kupo! Ist das nicht auch ein alter Teil? 15 years after its debut, the co-op action RPG Final Fantasy Crystal Chronicles is Genau. being remastered for Nintendo Switch. Crystal Chronicles war das. With the Ist das new für die online Wii? multiplayer mode, you and your friends can connect and adventure together. No link cable required. On top of that, there are new areas inside dungeons, so even returning fans can explore the unknown. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition will launch in Das sah aber 2019. nicht aus wie Remaster, das war Way eher so... before then, players can experience the entire world and story of the latest entry in the core series. That's right. Final Fantasy XV Pocket Edition HD launches shortly after this Pocket presentation Edition on Nintendo HD. eShop at Hui. introductory price. Okay, alles nicht meine Welt. A leveled up version of World of Final Fantasy is also on the way. This title includes a new feature called Avatar Change. Ach du dickes It Ei. allows you to transform into legendary characters from across the series' storied history. Many fan favorites will show up in the world of Final Fantasy Maxima when it releases on November 6th. In addition, more Chocobo's Dungeon is on the way. 2008's Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon is back and better than ever. Now, you can befriend all the monsters. Also, by sharing Joy-Con controllers, you can play cooperatively as well. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody launches this winter. Final Fantasy XII is coming to a Nintendo system for the first time. Its real-time battle system is a standout in the series, offering the ultimate in both freedom and strategy. This remaster comes loaded with a Ja, das host ist of halt extra für alte features, Fans, ne? Die including a Remastered speed Edition mode und that so. lets you pick up the pace of Das your ist schon adventure. ganz nett, There's aber... much to discover in the expansive world of Evilise, and now you can explore it on the couch or on the go. Final Fantasy Unterwegs ist XII halt nett, ne? Zodiac Age launches in 2019. Ja, das stimmt schon. Which reminds me, later on, you'll also be able to enjoy these other classics and their iconic scenes anytime, anywhere. Final Fantasy VII, 9, and 10/2 HD Remaster are coming to Nintendo Switch in 2019. Das ist natürlich nett für alle Fans, ne? Here's a bundle for the ultimate fan. Oh If you nein. love the Super Smash Bros. Series, check this thing out. Smash. Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition is coming. This specially designed dock features fighters from the original Super Smash Bros. Game. And of course, the set includes a download code for Super Smash Bros. Ultimate. There's no better way to show your love for the game. Ja, aber das ist alles. Nur das Dock. Da kommt hier And noch the ein set also Aufkleber. packs in something you'll want to get your hands on. These Joy-Con controllers sport a new design as well. The Das sind zwei Nintendo Switch Super Aufkleber. Smash Bros. Ultimate Edition will Das sind launch zwei on Aufkleber. November 16th. You can pre-order this special set soon. At Ai, Game Launch ai, on ai. December 7th, you can get your own Nintendo GameCube Das ist controller natürlich cool. adapter Ja, and das ist Nintendo gut. GameCube controller Super Smash Bros. Edition. Das verstehe ich, aber diese Edition da... That's all Sorry. for Nintendo Switch headlines. Yay. いかがでしたか。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと少しだけ映像をご用意していますので、 Noch ぜひ etwas anderes. Ich 最後 bin まで gespannt. お楽しみください。 Das One More Thing, ja. Da bin ich auch nicht die Zielgruppe für.
Das Letzte, was die Welt gebraucht hätte, ist noch ein Smash-Charakter. Auch wenn sich bestimmt einige über sie freuen, aber als hätten wir die schon genug. Weil packen sie noch die Putzfrau aus vom Nintendo Hauptquartier, die da schon putzt seit 50 Jahren. Die macht auch noch bei Smash mit, wenn es so weitergeht. Bald ist alles, was irgendwie ist bei Smash mit dabei. Hoi, hoi, hoi. Du auch noch, oder was? Okay, das wurde auch schon rumort, ein Animal Crossing für den Nintendo Switch, aber bin hier auch nicht Zielgruppe für. Nichts zu Metroid. Das war's dann, ne? Ja, das war's. Schade, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Es waren sehr viele Ankündigungen dabei, die einfach nur, ja, schon bekannt waren. Einfach nur mal, hey, das kommt jetzt raus. So, haben wir schon angekündigt gehabt. Luigi's Mansion, ganz witzig. Dieses Super Mario Bros. U Deluxe oder so. Sieht auch ganz nett aus, ja. Und auch dieses Mesh-Ding mit diesen Mesh-Robotern und so, das sah auch ganz witzig aus. Aber jetzt so dieser Knaller, wo ich auch Emotionen hätte zeigen können, weil es mir richtig geil gefällt. Weswegen ich diesen Kram ja eigentlich gemacht habe. War jetzt nicht wirklich dabei. Vielleicht die nächste Nintendo Direct, dann mache ich das bestimmt nochmal, wenn es auch hoffentlich zeitlich besser passt. Ja, aber das war's auch schon. Für alle, die dabei waren oder die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.